Bergamon im Trekkingbereich wirklich zu Hause. Hier ist das E-Horizon Tour Modelljahr 2021. Und hier sieht man sehr schön, ein Ragtime ist montiert. Und diesmal hat der Nico Ockenfels den weiten Weg nach unten ins Erdgeschoss beschritten und hat dieses Körbchen von Ragtime nämlich mal rausgenommen. Das ist nämlich ein Trägerwechselsystem, was man ganz leicht tauschen kann. Und wir haben noch ein zweites Körbchen mal mit dabei gemacht, denn dieses Fahrrad hat nämlich den Vorteil, egal wie hoch ich hinten aufbaue, ich muss nämlich mein Beinchen nur ein bisschen heben, damit ich reinkomme, denn es ist ein Tiefeinsteiger mit einem InTube-Akku und das ist wirklich eine Revolution. Ich grüße dich, Nico, hallo. Grüß dich, Sven, hi. Ja, wir haben eine untergehende Sonne. Ich zeige das mal gerade hier. Wir drehen tatsächlich in St. Wendel, die Sonne kommt rein, gleich ist sie weg. Und dann haben wir gar kein Licht mehr. Und deswegen nutzen wir das Licht, um dieses tolle Produkt zu zeigen. Denn tatsächlich, gestern hatten wir noch 22 Grad und ganz viele Leute, die sind noch Fahrrad gefahren und fahren. Und gerade eben hast du gesagt, der Laden ist immer noch voll. Richtig, genau. Also auch in einem Novembermonat, der bei uns eigentlich deutlich ruhiger ist, ist die Nachfrage aktuell immer noch sehr, sehr hoch. Ja, das ist ein Tiefeinsteiger, aber was Besonderes, ich habe es eben schon kurz erwähnt, mit einem sehr leistungsstarken InTube-Akku und diesmal einem Active Line Plus. Das heißt, nicht unbedingt muss es der Performance Line sein, sondern es kann auch mal ein Active Line sein. Wo ist denn da der Unterschied? Also Unterschied bei dem Motor ist ganz klar halt die Leistung. Ein Active Plus hat bei weitem nicht natürlich die Kraft, wie das ein Performance CX oder beispielsweise kann. Es ist beim Trekkingrad aber immer so ein bisschen der entscheidende Faktor der Nutzung halt auch. Der Performance CX ist ganz klar ein Mountainbike-Motor, der in einem Trekkingrad natürlich halt auch mit verbaut wird, weil anhand der Eckdaten die Kundschaft es auch verlangt. Aber ich sage immer, man muss abwägen, was mache ich mit dem Rad, wie ist mein Einsatzzweck. Und gerade bei Frauen oder sowas ist es auch oftmals so, dass die sagen, nee, ich will gar nicht so viel Power, weil ich bin eher vorsichtiger unterwegs. Und dann ist so viel Leistung im Verhältnis halt auch relativ eher schlecht wie positiv gesehen. Besonderheit aber bei dem Rad ist, Bergamon hat sein komplettes Trekkingrad-Segment umgekrempelt. Heißt also gerade den Tiefeinstieg wurde komplett neu konstruiert. Jetzt haben wir die Lösung wirklich mit integrierten Akkus. In dem Fall sprechen wir, wie von dir eben schon gesagt, dem Bergamon E-Horizon Tour 500. 500 gibt auch schon ganz klar die Leistung des Akkus an, 500 Wattstunden, der jetzt auch direkt in das Unterrohr mit integriert ist. Dimension ist ja ganz klar groß dimensioniert. Man sieht das natürlich auch schon von der Handfläche her, wie groß dieser Rahmen konzipiert ist. Hier geht es aber wirklich darum, dass wir ein Unterrohr brauchen, A, wo der Akku reinpasst, B, aber auch, was die Steifigkeit hat, weil bei einem Tiefeinstieg fehlt uns hier was. Und die Fahreigenschaften bei so einem Rad sollen natürlich die gleichen sein wie bei einem klassischen Diamant- oder Trapezrahmen, um dann nicht wirklich das Fahrgefühl zu haben, dass das Rad in sich wackelt, instabil oder sonstiges halt auch ist. Flattert, gerade beim Bremsen kann es sein, dass sich vorne dann, ich sag mal, so eine Resonanzfrequenz sogar bildet, der Lenker anfängt zu wackeln. Also ich selber habe das mal erlebt, gerade wenn man also jetzt einen steilen Berg runterfährt, wo man auch locker mal 50 km/h kriegen kann, also jetzt ein Gefälle von, sage ich mal, auch nur 8%, da bist du bei diesen Reifen, die ja wirklich sehr, sehr energieeffizient sind, die rollen nämlich wirklich extrem gut und da hast du schnell mal Geschwindigkeiten drauf von 50, 60 km/h, wenn es einen Berg runtergeht, gerade hier im Saarland, und da darf nichts wackeln, da darf nichts schütteln oder sich aufschaukeln. So sieht's aus. Also hier ist wirklich so, Bergamon musste hier wirklich nachziehen, weil auch natürlich der Wettbewerb mit der Thematik integriertem Akku da war und es ist natürlich auch so ein bisschen formschöner. Ne? Der Akku verschwindet komplett, die Silhouette bleibt eigentlich bestehen wie bei einem klassischen Tiefeinstieg. Der ist auch ohne Akku oder ohne Motor schon deutlich größer wie bei einem klassischen Rad, aber Besonderheit halt wirklich hier, dass sie das wirklich schön hinbekommen haben und auch immer noch einen Einstieg haben, der eine gewisse Dimension hat, gerade weil ja auch der Tiefeinstieg viel von Männern auch genutzt wird, die dann auch größere Füße haben, größere Schuhgröße und ich da auch genügend Platz haben muss, um da rein und rauszukommen. Viele kaufen direkt zwei, also das ist natürlich schön für dich, hast du direkt zweimal Umsatz. In der Pärchenvariante. In der Pärchenvariante, das kommt öfter vor, als man denkt, oder? Ja, im Trekkingradbereich ist das eigentlich mit am meisten der Fall. Also Kundschaft dort wählt immer zeitgleich eigentlich aus, die haben Räder, die sind
10, 15, 20 Jahre alt und die sagen sich dann, okay, wir wollen beide Räder neu haben. Jetzt ist natürlich die Frage, übt der eine erstmal, aber wir gehen davon aus, innerhalb der nächsten 6 bis 8 Wochen ist auch der Kunde nochmal da und sagt, jetzt nehmen wir aber doch das für meine Frau oder für meinen Mann. Ist in der Regel eigentlich immer so. Nur der wichtige Punkt halt hier ist wirklich Tiefeinstieg. Und wir wollen ja gerade auf das neue Modell eingehen. Also der Rahmen ist bei allen Modellen soweit vertreten. Das Tour, wie wir es hier haben, ist das Einstiegsmodell. Preislage 2.599 €. Da geht es los und geht natürlich bis weit nach oben, bis knapp 5.000 € in den verschiedenen Dimensionen oder Möglichkeiten. Du hast gesagt 2,5 oder 2,6? 2.599. Hier steht 2,699. Der Tiefeinstieg ist etwas teurer, ja, genau. 2.699 bei dem Modell. Im Großen und Ganzen, wie wir es ja eben schon beschrieben haben, komplett neuer Rahmen. Das heißt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, den Akku relativ schnell zu erreichen. Das funktioniert mit der Rändelschraube. Wenn wir das mal öffnen, sehen wir direkt halt auch, dass hier der Akku sitzt. Was ich den Vorteil hätte, ich habe 2 gleiche Räder, dann könnte ich, wenn ich alleine fahre, den Akku von meiner Frau mitnehmen im Rucksack. Genau. Und jetzt ist es hier auch so, wir sehen dieses Kunststoffteil hier. Ich komme mal kurz auf die andere Seite. Sollt das mal sehen? Weil wir haben ja den 500 Wattstunden Akku. Jetzt gibt es ja diese Räderserie auch mit 625 Wattstunden. Da ist der Akku aber größer. Und um beides integrieren zu können, hat Bergamont eigentlich hier nur einen Adapter drin sitzen. Okay, no? Das ist praktisch das, was der 625er länger ist. Genau. Heißt also, ich könnte jetzt in dem Fall, was beispielsweise bei Cube nicht möglich ist, wenn ich da einen 500 Wattstunden Akku habe, ist die Aufnahme, muss sie bewusst versetzt werden. Und das geht jetzt nicht relativ schnell in 5 Minuten, sondern das dauert ein bisschen. Die muss ausgerichtet werden. Nur hier ist es so, die Dimension ist immer die gleiche. Ich kann den hier rausnehmen und 625 Wattstunden direkt reinsetzen. Also die haben so Adapter produziert, der macht den praktisch so groß wie ein 625er. Dieses Teil hier, richtig. Und somit habe ich halt auch die Möglichkeit, hier zu kombinieren oder zu spielen. Heißt beispielsweise, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Rad nimmt, für den Preispunkt, und der Partner hat das Rad, sage ich mal, für 3.500 €, wo der große Akku drin ist, können die trotzdem die Akkus hin und her tauschen. Das heißt, wenn der eine schon leer ist, weil der andere vielleicht ein bisschen schwerer ist am Berg, genau. Soll es ja geben, dass der Mann ein bisschen schwerer ist wie die Frau, dann könnte die Frau dem Mann noch den vollen Akku geben, bevor er dann kollabiert am Berg. Richtig. Die Abdeckkappe schützt schlussendlich auch den direkten Zylinder. Wir schieben das eigentlich hier komplett drüber und somit ist der Zylinder auch komplett geschützt und so kommt halt auch nichts dran. Das Ganze dann halt noch verschrauben und das war es dann eigentlich auch schon. Ja, wenn du das Fahrrad mal kurz runternimmst, dann zeige ich mal die Sitzposition. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Holland-Fahrrad von der Dimension her. Ich habe einen sehr hohen Lenker. Das heißt, ich sitze relativ aufrecht. Ja, wir haben grundlegend natürlich eine sehr, sehr komfortable Sitzposition. Ne? Also das ist auch so gewollt bei diesen Modellen. Auch von der Rahmengröße müsste das hier sogar ein großes, ein 56er sein. Das heißt, das wäre auch ein Rad, was ich jetzt prinzipiell fahren könnte. Natürlich haben wir die Möglichkeiten, über den verstellbaren Vorbau das halt auch anzupassen. In der Position hier, was den Oberkörper halt auch angeht. Und aber prinzipiell sieht man ja auch schon an meiner Körperhaltung, dass es sehr, sehr komfortabel orientiert ist. Also ich sitze aufrecht, da ist wenig Last auf dem Lenker drauf, ja. Aber auch das kann ich einstellen. Hier vorne habe ich also die ganze Sache verstellbar. Das ist hier in gewissen, ich sag mal, Möglichkeiten kann ich mir das einstellen. Das werdet ihr auch tun bei der Übergabe, aber ich zeige es mal gerade von der anderen Seite, dass man das nochmal sieht. Ist das nicht ein Ticken zu klein für dich, das Fahrrad? Nee, das ist schon so. Also wird so gehen. Den Sattel von der Dimension, auch von der Beinstreckung her, passt. Funktioniert das schon. Ich habe jetzt gerade so die Zehenspitze hier unten, das ist ja auch normal. Also das wäre schon von der Größe her was jetzt in meiner Dimension funktionieren würde. So. Und hier vorne sieht man den Einstieg sehr schön. Das heißt, du brauchst einfach nur das Bein rüber bewegen. Da kann auch der große Korb, der drauf ist, der stört dich gar nicht, weil... Genau, so wird es jetzt schon schwer, ne, für da hinten drüber zu kommen, aber durch den tiefen Einstieg ist es eigentlich gar kein Problem. Und jetzt können wir natürlich mal auf das System selber eingehen. Also prinzipiell bei Bergamont haben wir grundlegend sehr, sehr hochwertige Zubehörkomponenten, beispielsweise Selle Royal Sattel. Wir haben die Schwalbe Plus Bereifung, also mit einem verstärkten Pannenschutz dann auch mit drin. Wir haben eine SKS Schutzblech mit verbaut und unter anderem den Ragtime Gepäckträger. Ragtime kümmert sich wirklich ausschließlich um das Thema Gepäckmöglichkeiten, Gepäckträger. Seit ein paar Jahren nehmen sie sich auch dem Markt an, das passende Produkt dazu mit anzubieten. Heißt also, wir haben hier diese Zapfen, die in diese Öffnungen hier reinkommen. Die werden nur so reingeklickt. Genau. Hier ist auch der Riegel, das heißt der Mechanismus, der hier einrastet.
Ich setze den einfach nur hier drauf. Ja, ich mache so weit vorne. Das war's. Fertig. So, und da gibt es auch verschiedene Einsätze. Du hast jetzt mal beispielsweise einen zweiten. Der Punkt Ja? ist halt, das hält halt auch. Das hält. Ne? Also da passiert jetzt nichts. Das ist nicht jetzt irgendwie mit einem Kabelbinder oder sonstiges festgemacht. Wenn ich den jetzt schlussendlich wieder löse, kann ich gegebenenfalls auch auf das Taschenprinzip übergehen. Da sieht man im Prinzip genau das Gleiche. Es gibt aber keinen Kindersitz dafür, oder? Nein, das funktioniert in dem Sinn nicht. Dafür wäre die Halterung etwas zu schwach. Ja. In dem Fall jetzt die Tasche halt auch ausklappbar. Ah, cool. In der Höhe einstellbar zusätzlich halt auch nochmal. Das heißt, ich kann also auch etwas mehr Volumen nochmal generieren. Wenn ich jetzt was einkaufen gehe zum Beispiel, das geht dann hier drüber, ne? Da sieht man das dann halt auch. Und wenn ich die Tasche komplett aufmache, sehe ich dann halt auch, was da alles möglich ist. Ein Regencape ist mit dabei. Träger sind mit dabei, fürs als Tragetasche zu verwenden. Und das Abnehmen, wenn ich jetzt stehe, wenn du es gerade nochmal zusammenbaust, gerade nochmal mit der Seite. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel jetzt bei einem Café oder sowas und möchte die Tasche einfach mitnehmen, dann kann ich die einfach ruckzuck abmachen. Das war's. Dann kann ich jetzt hier meine Träger noch einhängen und dann kann ich die quasi wie eine Tragetasche, Fototasche oder wie auch immer verwenden. Ja, das ist sehr praktisch. Da könnte man auch jetzt das Schloss reinlegen, zum Beispiel, wenn man nicht möchte, es klappert. Genau, also die Tasche ist halt auch bei uns mit das meistverkauft. Es gibt das Ganze auch ohne die Seitentaschen. Oh, in schwarz. Gibt es in schwarz-grau, in diesem blau-grau und in einem Lemon-Farbton, also so grün-gelblich in der Kombination mit grau. Die Tasche, wie sie hier ist, liegt jetzt bei 89,95. 89,95 und der Korb, was kostet der? Der Korb liegt bei, Moment, 34,90. Ist zwar eine Stange Geld, aber es ist sehr durchdacht. Es geht ruckzuck. Und wenn man mal, ich sag mal, bei ähnlichen Firmen wie Samsonite oder sowas guckt, die eine gute Qualität haben, da bist du auch locker mal schnell dabei. Und das Thema so mit irgendwelchen Lederriemen das festmachen, wie es früher, gut, hat man damals so gemacht, ja. Dann war die aber nicht richtig fest, die Tasche. Die hat immer so ein bisschen gewackelt. Genau, das ist hier halt wirklich ganz anders. Das System funktioniert wirklich ohne Probleme, einwandfrei. Das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren. Das heißt, Ragtime, ihr habt noch einen zweiten Anbieter? Es gibt verschiedene Anbieter mittlerweile. Jeder macht so ein bisschen sein eigenes System, aber bei der Erstausrüstung haben wir in erster Linie wirklich die Ragtime-Systeme, sowohl bei Scott als auch bei Bergamont. Wir haben eine Webseite, kann man drauf gucken, da gibt es unglaublich viel. Genau. Ja. Also da hat man wirklich zahllose Möglichkeiten. Es gibt das Ganze noch als Weidenkorb-Prinzip statt engmaschig. Da gibt es also wirklich jede Menge Auswahl, auch was die Taschen an sich noch haben. Habe ich auch gesehen, für kleine Hunde sogar gibt es Zubehör, dass man die reinmachen kann. Ja, aber nicht in der Verbindung, weil hier geht es immer dann um die Last, die da hinten reinkommt. Alles kleiner Hund. Dann schwierig. Klar, da kannst du auch einen kleinen Hund reinmachen. Okay. Das wird schon funktionieren. Ich darf nie recht haben beim Nico, das ist immer so. So, da vorne ist Display, das ist schwarz-weiß? Das ist so gesehen weiß nicht unbedingt, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist, das da ist eindeutig grün. Nee, Spaß beiseite, das ist monochrom. Also es ist ein LCD-Display, lässt sich gut ablesen? Ja, lässt sich gut ablesen. Man kann es sicherlich auch noch in der Position einstellen, wie es für einen dann am besten ist. Das ist riesig, man kann die Zahlen echt gut erkennen. Das heißt, viele Leute können das auch ohne Brille lesen. Genau, also wir haben hier prinzipiell eine aufrechte Sitzposition und von daher lässt sich das sowohl im sportiven Bereich als auch jetzt in der Position, wie ich drauf gesessen hatte, sehr gut ablesen. Da steht Eco drauf. Wenn der Akku voll ist, wie viel Reichweite kriege ich? Also wenn ich jetzt so im normalen Betrieb, schaffe ich schon mal 50 bis 100? Ja, durchaus mehr in einem Eco-Betrieb. Je nachdem natürlich immer, wie die Topografie ist. Also wir können mit einem Trekkingrad durchaus 150 Kilometer erreichen. Und im Turbo? Problem. Im Turbo-Modus kann auch nach 15 Kilometern schon Ende sein. Wenn der Berg... ich war mal auf dem Fender, bin den hochgefahren. Als ich oben war, war der Akku leer. Das ist Passiert, ne? Je nachdem, wie viel Leistung ich abrufe, das ist ja bei allem so, braucht das Rad in dem Sinne Strom, das Auto braucht Benzin, Ja, das Schöne ist bei diesen Fahrrädern, die Bremsenergie wird rekuperiert, das heißt am Berg, wenn ich bremse, dann geht es zurück in den Akku, oder ist das noch nicht so? Das ist nicht so. Dafür sind die Dimensionen zu klein. Also so wie wir das beim Auto haben, reinrollen oder sonst irgendwas. Das heißt, die Bremsenergie geht noch in Wärme weg. Genau. Das gab es zwar durchaus schon,
Aber jetzt Hersteller, egal in welcher Form, ob Bosch, Shimano oder ähnliches, sagen ganz klar, den Gewinn, den wir daraus erzielen, das lohnt sich. Liegt wirklich bei 1-2% und das macht es schlussendlich dann nicht aus. Ja, vielleicht hat er ein bisschen was damit zu tun, dass diese, ich sag mal, Art und Weise, wie ich fahre, denn einmal Akku vollladen, das ist ja gar nicht teuer. Das ist eine der, ich sag mal, energieeffizientesten Themen. A, fahre ich elektrisch, wenn ich dann noch Ökostrom nehme, bin ich CO2-neutral. B, ist einmal vollladen, kostet nur Pfennige. Das ist jetzt kein Riesending, denn so ein Akku hat, ich sag mal, 500 Wattstunden, 600 Wattstunden. Wenn die voll sind, dann reden wir da wirklich von Pfennigen. Und viele Menschen, die sich ökologisch bewegen wollen, die kaufen sowas. Ist das nichts für Familien, die zum Beispiel ein Kind drauf, also jetzt mit dem Kindersitz hinten drauf, da wäre das so ein Tiefeinstieg auch toll. Ja klar, also hier geht es ja auch um den Punkt Sicherheit. Ne? Also viele sagen, ich fahre schon ewig lang Fahrrad, aber ich brauche das Thema Sicherheit vom Kopf her, dass ich da gut rein und rauskomme. Beim Mann ist es genau dasselbe, das kann aber auch jetzt körperlich bedingt sein. Ich habe eine Hüft-OP gehabt, die Beweglichkeit ist einfach nicht mehr so gut, soll mich aber bewegen. Ne? Das ist ja dann immer natürlich auch relativ und da ist das Fahrradfahren halt eine sehr, sehr gute Option und Möglichkeit, um das zu nutzen. Aber desto älter man wird, desto mehr geht es halt wirklich zum Tiefeinstieg und die Beweglichkeit nimmt ja in der Regel nicht unbedingt immer zu, egal von welchem Alter ausgehend und deswegen ist mittlerweile der Tiefeinstieg, sage ich mal, zu 80% das Fahrrad, was wir neben klassischen Herrenmodellen oder Amsterdam oder Trapez dort verkaufen. Ja, wir sind hier in St. Wendel, wir haben ein bergiges Gebiet, das werden viele Leute aus dem Norden nicht kennen, aber wenn man sich hier nur mal diesen Berg anguckt, das wäre zum Beispiel jetzt schon mal so ein Berg, wo ich früher als Schüler immer gestöhnt habe, ja, wo nach der Schule so ein Berg hoch und heute, wenn du den mit dem Auto fährst, denkst du, naja, das war ja gar kein Berg, aber wenn du den trittst ohne Motor, aber hier ist es so, ich kann jetzt die Stufe anpassen, in wie vielen Stufen kann ich das bei dem Motor? Wir haben 4 verschiedene Modis, also wie bei allen Bosch-Produkten, der Unterschied zwischen dem Modi, wir können es hier auch gerade nochmal anmachen, dann sieht man das auch nochmal, Eco, Tour, Sport und Turbo. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Berg hochfahre und merke, das geht mir zu schwer, dann kann ich natürlich einen Gang runterschalten, dann steigt die Trittfrequenz, aber ich kann auch den Motor dazuschalten, der hilft mir dann. Ja, genau. Also in dem Fall ist es wirklich immer, wie viel mehr Kraft der Motor quasi mit aufbringen soll oder wie viel mehr Unterstützung er bringen soll. Ne? Also zu meiner eigenen Muskelkraft. Ich kann den aber so stark einstellen, dass selbst starke Berge im Turbomodus mit einem kleinen Gang, die fahren sich kinderleicht. Da wird der Akku zwar ein bisschen mehr leer, aber wir reden da nicht von Reichweiten von 3 Kilometern, sondern wenn ich einen kleinen Gang reinmache und fahre so ganz gemütlich einen Berg hoch, da kommst du richtig weit mit, auch hier im Saarland. Ja, also Schalten ist halt auch immer noch wichtig. Ne? Ich sollte jetzt nicht, sage ich mal, in demselben Gang bleiben und mich irgendwie über den Akku, beziehungsweise nicht über den Akku, sondern über den Motor, über diesen Berg hinüberwinden, sondern ich sollte wirklich auch die Schaltung aktiv nutzen, wie bei einem unmotorisierten Rad, um dort berghoch zu kommen. Das ist genauso wie untertouriges Fahren beim Automobil, macht man ja auch nicht. Kann man machen, aber irgendwie da kriegt man, irgendwie geht's. Kostet es halt wirklich Strom. Die Schaltgruppe, die drauf ist, das ist jetzt eine Einstiegsschaltgruppe von Shimano? Genau, wir haben die neue Acera hier mit verbaut. Also man sieht also auch von dem Finish oder von den Darstellungen her ist die absolut an den Top-Gruppen orientiert und mittlerweile halt auch wirklich in der Funktionsweise sehr, sehr schön und sehr, sehr harmonisch. In dem Fall jetzt mit 9 Gängen. Ja, einer tollen Schaltung dabei, die der anderen auch in nichts nachsteht. In dem Fall jetzt noch mit Anzeige. Es gibt viele, die sagen, ich brauche eine Anzeige. So gesehen ist es eigentlich, dadurch, dass wir jetzt nur noch eine Schaltung haben, nicht wie früher 2, ist es ja Intuition. Das ist wie beim Auto auch. Ich gucke ja nicht auf den Schaltknüppel, wenn es überhaupt noch draufsteht und sage, okay, ich bin jetzt im 2., jetzt muss ich in den 3. Das merke ich ja. Das gibt mir das Auto wieder oder das gibt mir auch das Fahrrad wieder vom Treten her. Wenn ich zu schwer trete, muss ich einfach von der 5 auf die 4, in die 3, in die 2, das mache ich aber einfach intuitiv und dann muss ich eigentlich nur wissen, welcher Hebel geht in welche Richtung und was bedient der. Ja, 20 Minuten. Wir drehen ja diese Videos unter anderem dafür, dass Sie zu Hause sich schon mal so ein Bild machen können, was gibt es eigentlich alles, denn das Thema Tiefeinstieg wird ja oft abgetan als Fahrrad für alte Leute, das ist gar nicht wahr. Also das ist ein sehr, sehr praktisches Fahrrad mit Schutzblechen, mit Lichtausrüstung. Das heißt, ich werde, wenn es regnet, einfach nicht nass, es spritzt nicht rum. Ich kann auch ohne Motor problemlos damit fahren, denn diese Reifen haben ganz wenig Rollwiderstand. Das ist auch im Vergleich jetzt zu einem Mountainbike mit dicken Reifen, die drauf sind. Ich fahre auch diese Reifen mit etwas mehr Druck als ein Mountainbike-Reifen. Das heißt, die kann ich fahren so zwischen 2,5 und 4,5 Bar.
Ja, das ist so die Bandbreite, die geht. Es kommt immer ein bisschen auf das Körpergewicht drauf an und natürlich halt auch für welchen Einsatzzweck ich es halt verwende. Aber klar, wir reden von einem klassischen Trekkingrad. Wir haben immer ein sehr straßenorientiertes Profil. Hier geht durchaus halt auch mal ein Waldweg, aber man muss das immer ein bisschen differenzieren und jetzt nicht querfeldein oder sonstiges. Dafür ist das Rad nicht konzipiert oder auch nicht gemacht. Auch der Federweg ist ja sehr gering. Der Federweg zum einen, aber es geht hier wirklich ja ein Rad zu haben, was ich im städtischen Bereich, über Land oder wie auch immer, Waldwege dafür nutze, Radwege, aber kein Querfeldein. Ne? Das ist auch nicht die Zielgruppe, die dieses Rad ansprechen soll. Und auch nochmal zu der Dimension des Motors mit dem Active Plus müssen wir natürlich einfach sagen, da haben wir einen Motor, der sehr konstante Leistung halt einfach halt auch hat, sehr leise ist, das ist auch immer mal ein Aspekt. Sehr leise. Der Motor, wie wir hier verbaut haben, der Active Plus, ist natürlich deutlich leiser wie ein Performance CX. Ne? Klar, mehr Kraft, mehr Power, ist halt auch etwas lauter. Und das macht diesen Motor halt auch wirklich aus. Also ich muss nicht immer Probefahren ist ganz wichtig. Ja, das heißt, am besten mal herkommen, mal ein Active Plus fahren, mal das fahren. Ist ja preisig. Jetzt muss man sagen, das Ding kostet 2,7. Es gibt Tiefeinsteiger im Supermärkten, die kosten, habe ich gesehen, 799 €. Oft ist da kein Mittelmotor drin, da ist ein Namenmotor drin, da sind andere Sachen mit drin. Jetzt sagen ja Leute, 2,7, das ist schon eine Stange Geld. Aber die, ich sag mal, Unterschiede liegen im Detail. Man muss sich genau angucken, was ist da drin, welche Gruppen sind da verbaut. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann ist der Preis gerechtfertigt. Absolut, oder? Ja, definitiv. Auch wenn wir hier von dem Einstiegsmodell sprechen. Aber wir haben hier natürlich im Gesamten ein Rad, was Scheibenbremsen hat, was Plusbereifung hat, wirklich einen vernünftigen Motor, einen vernünftigen Akku, auch die Gesamtkomponenten wie Gepäckträger, mit denen ich verschiedene Systeme kombinieren kann. Das würde jetzt auch ein Gepäckträger tun, der das nicht vielleicht kann. Aber Bergamot ist es hier einfach wichtig, halt auch ein Produkt anzubieten, was rundum eigentlich sorglos ist. Und das ist der entscheidende Punkt für denjenigen, so wie er es halt auch einsetzt. Und so beraten wir schlussendlich halt auch. Wenn ich jetzt jemanden habe, der einfach sagt, okay, ich fahre jeden Tag auf die Arbeit bei Wind und Wetter, dann sage ich, okay, Einstiegsmodell sollte man vielleicht noch ins Regal eine Nummer höher gehen. Aber für das, was das Rad bietet... Das hast du ja auch, muss man sagen. Genau, also man kann alles kriegen. Deswegen gibt es ja die verschiedenen Preislagen und die verschiedenen Modelle. Es wäre ja viel, viel einfacher, wenn wir sagen, okay, es gibt eins für alle. Aber das macht auch den Unterschied aus, weil jeder hat einen anderen Anspruch an sein Fahrzeug. Ja, wir sprechen heute in vielen Videos darüber, über die Lieferfähigkeit. Wie ist es bei den Tiefeinsteigern hier, dieses Modell? Ist das unbegrenzt lieferbar? Nein, unbegrenzt ist diese Saison gar nichts. Sonst auch schon schwierig, aber dadurch, dass wir jetzt hier einen komplett neu konzipierten Rahmen haben, ist es wirklich so, dass die Räder, ich will nicht sagen früh, wir haben jetzt Anfang November, sie sind jetzt gerade auch erst reingekommen, haben, aber wir sind schon mal froh, dass sie da sind, aber auch nur in sehr humanen Mengen. Jetzt ist es aber auch so, der Trekkingradkunde ist vielleicht derjenige, der wirklich auf das schöne Wetter wieder wartet. Jetzt müssen wir mal gucken, wie der Winter wird. Aber im Großen und Ganzen empfehle ich jedem, sich früh zu informieren, zu orientieren und gegebenenfalls halt auch auf einen Termin zu setzen, zu sagen, okay, ich entscheide mich für das Fahrrad, aber ich hätte es gerne erst im März oder im April, wenn das Wetter dann nochmal wirklich wärmer wird. Und das ist einfach so der entscheidende Punkt, den wir aktuell halt einfach nennen müssen. Weil es gibt die Möglichkeit, das Fahrrad anzuzahlen signifikant und dann zahle ich den Rest später? Genau, das geht, weil wir haben jetzt wirklich auch ein wichtiges Modell, das ist das Modell, was jetzt oben drüber kommt, das Sport. Da kommen... Das sind hier alles 21er Modelle. 21er Modelle. Das erste Rad kommt dort leider erst im März. Okay, das heißt, am besten jetzt schon Bescheid sagen. Die Größen kann man sehr gut definieren, indem man sich auf ein ähnliches Fahrrad setzt mit der Größe her. Die sind so ähnlich wie Schuhe oder wie T-Shirts. Es ist ein bisschen einfacher. Also man muss ja dazu sagen, dass die Geometrie die gleiche ist. Ob ich jetzt das Tour nehme oder wie haben wir jetzt nebendran das Expert-Modell, was ja 3.500 € kostet. Zwischendrin haben wir dann das Sport. Ist es ja wirklich so, dass die Geometrie identisch ist. Das heißt, wenn ich dieses Rad vielleicht jetzt in der Größe da habe, können wir das auf jeden Fall mal als Orientierung nehmen, ob es von der Größe her passt. Farblich, Ausstattung ist es was anderes, aber rein nur vom Sitzen. Achso, die Geometrie heißt auch, der Winkel ist der gleiche genau, von den Rohren? Wir haben den gleichen Rahmen. Der Rahmen ist absolut identisch. Ja klar, der Motor hat mehr Power. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist genau das Gleiche. Genau, es geht wirklich nur um die Anpassung, dass der Kunde wenigstens mal mit seiner Passung
passenden Größe fahren kann, um zu sehen, wie es passt. Weil das ist wirklich die Herausforderung im nächsten Jahr. Wir werden nie sagen können, wir haben das Modell in allen Größen da. Wir wissen es nicht, aber im aktuellen Fall ist es wirklich so, dass die Kapazitäten einfach nicht da sind bei den Herstellern, bei den Produzenten und wir einfach dort das Ganze nur sehr, sehr punktuell und in kleinen Dimensionen aktuell bekommen. Sehr schön. Ja, da steht's. Gibt es einmal in den beiden Ladengeschäften in St. Wendel, das liegt im Saarland, im nördlichen Saarland, und einmal in Riegelsberg, das ist in der Nähe von Saarbrücken, sehr zentral im Saarland zu erreichen. Und du hast Kunden mittlerweile aus ganz Deutschland, unter anderem deswegen, weil du seit 10 Jahren einen sehr erfolgreichen Webshop betreibst, wo du alle Fahrräder, die du hast, anbietest, auch zum Online-Versand. Und das war natürlich im Jahr 2020 sehr wichtig für dich, denn als die Läden geschlossen waren, haben die Leute sehr viel online gekauft und da kann man auch den ganzen Lagerbestand sehen. Es gibt aber einen Tipp von dir, man kann anrufen, denn du stellst Fahrzeuge, die in Zulieferung sind oder bestellt sind, nicht ins Internet, denn du stellst nur die Sachen ein, die auch da sind. Ja klar, wir können ja nur ein frei verfügbares Rad natürlich online stellen. Das heißt, wenn wir jetzt dieses Rad bekommen und es ist in dem Fall jetzt schon verkauft, dann kann dieses Rad natürlich nicht mehr online gehen. So, und dann kann man anrufen, kann sagen, ich hätte gern das Rad in der Größe, denn nicht nur wir drehen Videos, man kann sich bei YouTube wirklich informieren über alle erdenklichen Räder und kann sich die anschauen und kann dann das auch mal Probe fahren, kann es anzahlen, das ist soweit, kann es später abholen. Viele aus dem Onlinehandel fahren sogar ein paar 100 Kilometer, zahlen es an, holen später persönlich ab, weil sie dich auch mal kennenlernen wollen, jetzt wo du ja so großer YouTube-Star bist. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Ihr seid nahbar bei euch, das heißt also, man muss dann einen Termin machen, man weiß ja nicht, wie es sich entwickelt, am besten ruft man noch ein paar Tage vorher an, wie ist die aktuelle Situation, denn du hattest auch schon mal Schlangen, muss man dazu sagen, die hatten, glaube ich, alle Fahrradhändler, aber ihr habt das gut gemeistert, sage ich jetzt mal. Und mittlerweile ist es ja November, trotzdem, ihr verkauft wirklich viele Fahrräder und jetzt die 21er Modelle wie hier, man sollte nicht zu lang warten und das ist jetzt kein Verkaufstrick, sondern es ist wirklich so, du kennst deine ganze Vororder schon und fast alles ist schon quasi mehr oder weniger schon weg, aber du hast noch was in der Hinterhand. So schlimm ist es noch nicht, wir sind noch im November, aber da ich die Branche schon über Jahre kenne und auch natürlich im direkten Austausch mit den Herstellern oder auch mit den Lieferanten und auch mit Händlern, Kollegen stehe, ist es halt auch wirklich so, dass 21 eine Herausforderung für uns alle wird. Ne? Und ich verstehe auch jeden Kunden, der sagt, okay, jetzt beginnt ja die Fahrradsaison im März, April 2021 und ich gehe in ein Radgeschäft und der sagt mir, die Hälfte ist schon ausverkauft, dass der enttäuscht rausgeht, verstehe ich jeden Endverbraucher auch, aber das ist was, womit man eigentlich leben muss. Das ist wie wenn ich in ein Autohaus gehe und will eine genaue Konfiguration, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass die jetzt auch so auf dem Hof steht. Na, wenn ich natürlich frei bin von allem, sage, okay, ob der jetzt rot, blau, gelb ist und ob der jetzt Klima hat oder nicht, dann werde ich definitiv was finden, aber wenn ich sehr, sehr bewusst weiß, okay, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte und unser Problem ist ja halt auch wirklich die Industrie, die einfach nicht hinterherkommt, die Mengen zu produzieren. Wie denn? Das war ja vor 2 Jahren noch kein Thema. Genau, das betrifft halt auch einen Komponentenhersteller wie Shimano, der einfach sagt, okay, wir können produzieren, aber auch sehr eingeschränkt, aber auch nicht in den Dimensionen, das was sage ich mal, ja weltweit passiert, das kriegt auch so ein Global Player dann nicht hin. Und es gibt zum Teil Vorlaufzeiten bei Produkten von 14 Monaten. Das heißt, und wir haben ja einen Bosch-Motor, muss man fairerweise sagen, weil viele weichen da jetzt auch aus. Also wer halt einen Bosch-Motor haben möchte, die sind verfügbar. Ja, vielen Dank, Nico. Also 2 Ladengeschäfte, Präsenzgeschäft, die Öffnungszeiten bei euch in den Läden? Wir sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr da und samstags von 9 bis 13 Uhr. Ja, ansonsten online gehen auf WeCycle. Ich zeige es gerade nochmal, .de, da ist ein toller Webshop, kann man alles sehen und vielen Dank, Nico. Tschüss. Danke, ciao.